Heute startet die Europawahl 2024. Was bedeutet das? Wer darf wählen? Und was hat das mit dir zu tun? Ich beantworte dir jetzt die 10 wichtigsten Fragen. Los geht's! Was ist die Europawahl? Europa hat 47 Länder. Von diesen 47 Ländern sind 27 Länder in der Europäischen Union, kurz EU. Bedeutet, Europa ist nicht gleich EU. Bei der Europawahl wählen die Menschen in der EU die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Diese Mitglieder vertreten dann die Menschen im Parlament. Sie entscheiden über die Zukunft der Menschen in der Europäischen Union. Die Wahl findet in allen 27 EU-Ländern statt. Wie oft findet die Europawahl statt? Die Wahl findet alle 5 Jahre statt. Die Wahl dieses Jahr findet vom 6. bis zum 9. Juni 2024 statt. In den EU-Ländern findet die Wahl an verschiedenen Tagen statt. In den Niederlanden ist die Wahl zum Beispiel am Donnerstag. In Deutschland ist die Wahl am Sonntag. Wer darf bei der Europawahl wählen? Du darfst wählen, wenn du EU-Bürger bist. Du bist EU-Bürger, wenn du den Pass eines EU-Landes hast. Du kannst in dem EU-Land wählen, in dem du Staatsbürger bist. Wenn du in einem anderen EU-Land lebst, kannst du in diesem EU-Land wählen. Also, wenn du zum Beispiel spanischer Staatsbürger bist und in Deutschland lebst, dann kannst du auch wählen für deutsche Abgeordnete. Dazu musst du in Deutschland als Wahlberechtigter registriert sein. Die Registrierungsfrist für dieses Jahr ist allerdings schon abgelaufen. Wenn du zum Beispiel afghanischer Staatsbürger bist und in Deutschland lebst, dann kannst du nicht wählen, denn du bist kein EU-Bürger. Du musst in Deutschland über 16 Jahre alt sein, um wählen zu dürfen. Wie kann ich bei der Europawahl wählen? Wenn du in Deutschland wählen darfst, musst du in einem bestimmten Wahlraum wählen. Dein Wahlraum steht in deiner Wahlbenachrichtigung. Wenn du am Sonntag nicht da bist, kannst du auch bis Freitag 18 Uhr einen Wahlschein beantragen. So kannst du per Briefwahl in einem anderen Wahlraum wählen. Du kannst in Deutschland nicht online wählen. Wen kann ich bei der Europawahl wählen? Zur Wahl stehen 35 Parteien. Diese findest du auf dieser Seite. Du weißt nicht, wen du wählen sollst, dann kannst du den Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung nutzen. Er hilft dir bei deiner Entscheidung. Alle Links und noch viel mehr stehen hier unten in der Beschreibung. Wo finde ich Informationen zur Europawahl? Auf der Webseite des Europäischen Parlaments bekommst du alle Informationen zur Wahl. Hier kannst du auch mehrere Sprachen auswählen. Hier findest du auch die Ergebnisse der Europawahl. Was tun die Mitglieder des Europäischen Parlaments? Die Mitglieder des Parlaments nennt man Abgeordnete. Die Abgeordneten vertreten 450 Millionen Menschen in der EU. Sie prüfen Pläne für neue EU-Gesetze. Sie ändern auch Gesetze, wenn sie denken, so ist es besser. Die Abgeordneten und der Rat der EU entscheiden über das Geld der Länder. Die EU macht Verträge mit Ländern außerhalb der EU. Die Abgeordneten stimmen über diese Verträge ab. Sie wählen auch den Präsidenten der Europäischen Kommission. Die aktuelle Präsidentin der Europäischen Kommission ist Ursula von der Leyen. Sie wurde in Belgien geboren und ist eine deutsche Politikerin. Wie viele Abgeordnete werden bei der Europawahl gewählt? Im Jahr 2024 werden 720 Abgeordnete gewählt. Diese Zahl wird vor jeder Wahl bestimmt. Es können nicht mehr als 750 Abgeordnete und einen Präsidenten oder eine Präsidentin sein. Jetzt gibt es 705 Abgeordnete. Jedes EU-Land darf mindestens 6 und höchstens 96 Abgeordnete haben. In Deutschland werden dieses Jahr 96 Abgeordnete gewählt. Was passiert nach der Europawahl? Die gewählten Abgeordneten bilden politische Gruppen. Sie heißen Fraktionen.
In diesen Gruppen sind Abgeordnete aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Parteien. Die Abgeordneten in einer Gruppe haben in etwa die gleichen Ziele. Was haben die Europawahlen mit dir zu tun? Wenn du wählen gehst, bestimmst du die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Diese Mitglieder treffen Entscheidungen. Diese Entscheidungen sind wichtig für deinen Alltag. Diese Entscheidungen betreffen zum Beispiel die Arbeit, die Gesundheit und die Umwelt. Deine Stimme ist wichtig. Du wählst und entscheidest mit. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.